zur Verbesserung der Gewässerökologie gestaltete Erftverband in einem heute 2,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Ortslagen Gimnisch, Brüggen und Balkhausen die Erft neu. Die alten Flurbezeichnungen sind heute weitestgehend unbekannt. Die Neugestaltung orientiert sich am Leitbild eines kiesgeprägten Tieflandflusses. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts hatten häufige Hochwässer der Erft zu einer Versumpfung der Wiesen geführt. Hier entwickelten sich Brutstätten für Insekten und Mückenstiche wurden zur Plage. Häufig erkrankten die Menschen an Sumpffieber und starben daran. Das Erftwasser war stark mit Schadstoffen beladen, vor allen Dingen mit Blei. Dies stammte von der frühen Industrie in Euskirchen und Zülpich. Bei der Bewässerung der Bänden drangen diese Schadstoffe in den Boden ein. Das weidende Vieh wurde vergiftet und die Milch war stark kontaminiert. Ab 1858 wurde der Erftflutkanal angelegt. Der jetzt begradigte Fluss sollte die Hochwassergefahr mindern. Ab 1860 wurden die versumpften Wege trockengelegt und die Flutgräben verfüllt. Aufsehen erregte der Einsatz eines Dampfbaggers. Der Antrieb erfolgte über eine Lokomobile, also eine Dampfmaschinenanlage in geschlossener Bauform. Das Projekt wurde Ende 1867 abgeschlossen und verschlang die stolze Summe von 475.000 Talern. Nach heutigem Wert entspräche das 92 Millionen Euro. Der wie mit einem Lineal gezogene Kanal hatte eine gleichbleibende Tiefe von 1,26 Meter. Um die Fließgeschwindigkeit zu verringern, wurden in unregelmäßigen Abständen Grundschwellen montiert. Am Anfang des Kanals steht das Wehr 1. Zum einen hatte es die Aufgabe, das ankommende Wasser in die kleine Erft und den Türnischer Mühlengraben zu verteilen. Zum anderen wurden bei Hochwasser die Wehrtafeln gezogen. Der neue Kanal konnte dann eine Wassermenge von 25 Kubikmeter die Sekunde aufnehmen. Das dreifeldrige Wehr hat eine lichte Weite zwischen den Kammerwänden von 14,78 Metern. Die 3 Schütztafeln wurden aus Stahlblech gefertigt. Die kleine Erft verläuft vorerst links der Erft. Das Abschlagwehr Gimnisch reguliert die Wassermenge zur kleinen Erft. Es hat dabei eine wichtige Funktion bei der Flutung des Hochwasserrückhaltebeckens Mödrat. Je nach Wassermenge werden auch die geschlossenen Schütztafeln überflutet. Am 23. Oktober 2025 endete die Geschichte des Erftflutkanals. An diesem Tag wurde der Durchstich ins neue Flussbett vollzogen. Wie das denn immer so ist, war dabei auch viel Prominenz vor Ort. 3, 2, 1, los! Auf der Fläche, die jetzt das neue Flussbett einnimmt, wurde einst Landwirtschaft betrieben. Die Landwirte vor Ort nannten die Fläche die 100 Morgen. Es gehörte zu den Ländereien von Schloss Gymnich. 1987 kaufte der japanische Unternehmer Masao Nangaku das Schloss und die Ländereien. Auf dem 145 Hektar großen Gelände wollte er einen 18-Loch-Golfplatz errichten. Mit den Geländearbeiten wurde 1988 begonnen.
In den 1990er Jahren scheiterte das Projekt jedoch an der Finanzierbarkeit. 2012 gab es erste Überlegungen, das Gelände zur Renaturisierung der Erft zu nutzen. 2021 machte die Natur der fortgeschrittenen Planung einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Das Jahrhunderthochwasser zerstörte das Naturschutzgebiet der ehemaligen Kiesgrube Törnisch. Die Planungen für das jetzt zerstörte und stark erodierte Gelände mussten komplett neu durchgeführt werden. Für den neuen Flusslauf musste das weggespülte Erdreich komplett neu aufgebaut werden. Das ausgehobene Erdreich aus dem neuen Flussbett musste jetzt zur Verfüllung der Erosionsschäden verwendet werden. Das ging dann zu Lasten der geplanten Aussichtshügel. Das Projekt begann dann im Mai 2023. Im Bereich des geplanten Flussbettes mussten die noch jungen Bäume gerodet werden. Es gelang sogar, die dünnen Stämmchen gewinnbringend zu verkaufen. Die eigentlichen Arbeiten begannen dann im März 2024. Der offizielle Spatenstich erfolgte am 5.6.24. Danach übernahmen die Profis. Vorher musste aber noch die Rinderherde, die sich seit Jahren fast frei auf dem Gelände bewegen konnte, eingefangen werden. Das war sehr einfach. Der Hunger trieb die Tiere täglich an die bekannte Futterstelle. Bevor in Deutschland auch nur eine Schaufel Erde bewegt wird, muss vorher der Kampfmittelräumdienst das Gelände untersuchen. Das ist Gesetz. Zahlen muss das Ganze aber der Bauherr. Wer sonst? Hier gab es aber einen besonderen Grund. Von 1939 bis 1945 war hier der Feldflugplatz Gümnisch. Er wurde von der Luftwaffe als Einsatzflugplatz genutzt und diente unter anderem den Flugzeugführerschulen in Frankfurt und Guben als Übungsplatz. Zum Ende des Krieges fiel hier eine große Anzahl von Bomben. Und jetzt und hier wird nach Blindgängern gesucht. Die Suchverfahren heißen Geomagnetik, Elektromagnetik und Georadar. Zeigt eins der Verfahren dann Metall an, wird gegraben. Wird ein Sprengkörper gefunden, zahlt ab diesem Zeitpunkt und für die Entschärfung das Land. Ist es nur eine alte Pflugschare, zahlt weiterhin der Bauherr. Hier ist die Ausbeute von 2 Monaten Arbeit. Von einer Blechdose bis zum alten Fahrrad war alles dabei. Irgendetwas Explosives wurde jedoch nicht gefunden. Also bekam der Erftverband die komplette Rechnung. Am 19. September 2024 erreichten die Arbeiten die Balkhausener Straße. Um die bestehenden Wegverbindungen aufrecht zu erhalten, müssen 3 Brücken neu gebaut werden. Man verwendet keine Standard-Fertigbrücke, sondern setzt auf ein Einzelprojekt. Das heißt, die einzelnen Teile einschalen, Eisen verlegen, Beton gießen, ausschalen, das nächste Teil einschalen, Eisen legen, Beton gießen und so weiter.
Hurra! Ein Jahr später ist die Brücke bis auf Geländer und Fahrbahn fertig. Die Bauzeit war aber wesentlich länger als die Lebenserwartung von einem Mastschwein. Mal ehrlich, die Holländer hätten das mit ihren Fertigbrücken in 2 Monaten geschafft. Und die Chinesen, die hätten in diesem Zeitraum wohl eine Autobahn nach Hawaii gebaut. Naja, es war ja kein Zeitdruck vorhanden. Bis die Straße freigegeben wird, dauert es bestimmt noch 6 Monate. Etwas schneller ging es mit der ersten Brücke an der Verlängerung der Erftstraße. Bisher nutzten die Bauern diese Straße, um mit ihren Traktoren zu ihren Feldern zu gelangen. Doch wie sich beim Bau schon herausstellte, wird dies in Zukunft nicht mehr möglich sein. Man verwendete zwar ein vorgefertigtes Brückenteil, doch darüber kann weder ein Traktor noch ein Auto fahren. Das Brückenteil ist so schmal, dass sich 2 Lastenfahrräder auf der Brücke nicht begegnen können. Der Brückenbau dauerte 5 Monate, für deutsche Verhältnisse sehr rekordverdächtig. Es heißt, das Brückenteil soll von einer Firma in Gimnich gebaut worden sein. Wenn das stimmt, wäre es an Nachhaltigkeit nicht zu überbieten. Und vielleicht müssen ja auch wegen des neuen Erftbettes keine Felder mehr bewirtschaftet werden. Mit dem Bau der 3. Brücke an der Gimnicher Mühle wurde am 4. Mai 25 begonnen. Die Wegverbindung durfte dabei nicht unterbrochen werden, da es sich um die Hauptzufahrt zum gesamten Baufeld handelt. Man hat sich dazu entschieden, während der gesamten Bauzeit einen Umgehungsweg einzurichten. Ebenso wie die Brücke über die Balkhausener Straße wurde diese Brücke betoniert. Warum man für solche Standardbrücken keine Fertigbauteile verwendet, ist ein Rätsel. Man müsste keine extra Statik berechnen, die Bauzeit wäre kürzer und die Kosten wären geringer. Die Bauzeit betrug so 5 Monate und die Brücke war am 27. September fertig. Naja, es fehlt noch die Fahrbahn, das Geländer und die Auffahrten. Die Brücke ist auch nur einspurig. Ob die Brücke auch für Traktoren mit breiten Anbauteilen befahrbar ist, muss sich noch herausstellen. Auch ein Mähwerk kann über 3 Meter breit sein. Am 10. Oktober waren die Anfahrten immer noch nicht fertig, weil das Baugerät woanders gebraucht wurde. Am 2. November war dann aber alles fertig. Der Umgehungsweg wurde zurückgebaut und das Wasser konnte endlich fließen. Das neue Flussbett wurde zuerst im Abschnitt im Rauen Süd ausgehoben. Bei den ersten Erdarbeiten wurden 2 Bagger und 3 Muldenkipper mit Gelenksteuerung eingesetzt. Neudeutsch werden diese auch Dumper genannt. Der kleine Baumstreifen stammt noch aus der Planungszeit des Golfplatzes. Die Bäume sollen erhalten bleiben. Später wird dieser Bereich dann voll in die Auenlandschaft integriert. Das neu ausgehobene Flussbett ist wesentlich breiter als der Erftflutkanal. Dadurch wird erreicht, dass das Wasser viel langsamer fließt. Dies fördert die biologische Entwicklung des neuen Flusslaufes. Ein Problem war noch der fehlende Kontakt des neuen Flussbettes mit dem Grundwasser. Bergbaubedingt liegt der Grundwasserspiegel hier bis zu 60 Metern tief. Dies hätte zur Folge, dass die Erft hier einfach versickern würde. Man hat sich daher entschlossen, die Sohle mit Schluff abzudichten.
Schluff besteht aus sehr feinem verwitterten Gestein und hat eine Korngröße von ca. 2 Mikrometer. Wird der Schluff jetzt doch mit einer Kammwalze verdichtet und bleibt feucht, ist er so gut wie absolut wasserdicht. Auf die Schluffschicht wird dann noch eine Schicht aus Kies und Sand aufgebracht. Einerseits dient das zum Schutz der Schluffschicht und andererseits können sich hier Mikrolebewesen ansiedeln. Mikrolebewesen sind die Grundlage für ein biologisch intaktes Flusssystem. Ein Damm zwischen neuem Flussbett und kleiner Senke schützt das Buschwerk gegen Überflutung bei Hochwasser. Dieses kleine Biotop wurde zu Golfplatzzeiten angelegt und soll erhalten bleiben. Das neue Flussbett kommt hier der kleinen Erft sehr nahe. Wie bereits eingangs erwähnt, weisen die Böden im Baufeld eine starke Schwermetallbelastung auf. Um eine Ausbreitung dieser Stoffe zu verhindern und die Kosten für eine teure Entsorgung auf einer Deponie zu vermeiden, wird der gesamte Aushub innerhalb des Projektgebietes wiederverwendet, zum Beispiel für die Gestaltung der neuen Auenlandschaft. Auch heute noch ist das Erftwasser mit Schwermetallen belastet. Diese gelangen über den Weihbach bei Euskirchen in die Erft. Die Schadstoffe stammen aus einem stillgelegten Bleibergwerk bei Meschenich. Vor allen Dingen handelt es sich um Blei, aber auch Spuren von Zink, Nickel und Cadmium sind vorhanden. Über das Jahr summiert sich das etwa auf 60 Tonnen Blei, die über die Erft und den Rhein in die Nordsee gelangen. Es ist aber geplant, bei Meschenich eine Filteranlage in Betrieb zu nehmen. Ab 2029 sollen dann alle Schwermetalle herausgefiltert werden. Im Bereich der alten Türnischer Kiesgrube fanden die umfangreichsten Erdarbeiten statt. Der für die Aussichtshügel vorgesehene Aushub wurde hierhin verbracht. Wir erinnern uns, der ganze Bereich war ja sehr stark durch das Hochwasser 2021 erodiert. Die Kiesgrube wird jetzt als Retentionsbecken genutzt und es wurde ein breiter Überlauf angelegt. Zur Vermeidung von Erosionsschäden beim Überlauf wurde der gesamte Bereich mit Granitsteinen ausgekoffert. Die Sohle der Retentionsfläche liegt 15 Meter unterhalb des Überlaufes. Die insgesamt 15 Hektar große Fläche wurde bereits im Jahre 2010 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Als Retentionsfläche können 12,5 Hektar davon genutzt werden. Bereits bei einem niedrigen Hochwasser läuft das Wasser in die Grube. Bei einer mittleren Tiefe von 8 Metern können hier 1 Million Kubikmeter Wasser zwischengespeichert werden. Die spätere Entleerung des Beckens erfolgt durch Versickerung. Durch den kiesigen Untergrund und den tiefen Grundwasserstand geht das relativ schnell. Die Grundwassergleichen liegen hier etwa bei 40 NHN. Bei einer geodätischen Höhe von 83 Metern liegt somit die erste Grundwasserschicht in einer Tiefe von 43 Metern. Im Weitbänden wird der neue Flusslauf in den Erft-Flutkanal zurückgeführt. Die Arbeiten begannen hier im Oktober 2024. Zuerst musste ein Teil der erodierten Kiesgrube wieder verfüllt werden. Das heißt, das Gelände auf das Niveau des neuen Flussbettes anheben und einen Damm zur Kiesgrube aufschütten. Das dauerte dann bis Juli 2025.
Jetzt konnte mit dem Aushub des neuen Flussbettes begonnen werden. Hier ist jetzt schon die Kiesschicht zum Schutz der Schluffschicht in das Bett eingebracht. Hier am Ende des neuen Flusslaufes sieht man die Kiesschicht und darunter die Schluffschicht. Hier ist jetzt alles für den späteren Durchstich vorbereitet. Vom Ende an den Anfang. Hier begannen die Arbeiten November 2024. Um den Zufluss in die kleine Erft weiterhin zu gewährleisten, musste ein neues Wehr gebaut werden. Der bisherige Abzweiger war etwa 200 Meter oberhalb vom Wehr 1. Das alte Wehr mit 4 Schütztafeln erfüllt nicht mehr die neuen Anforderungen. Es ist für Fische und Kleinlebewesen nicht passierbar. Das Flussbett wird zugeschüttet, aber die Wehranlage bleibt ebenso wie das Wehr 1 als Denkmal erhalten. Die Arbeiten an der neuen Wehranlage begannen im November 2024. Die Fundamente mussten tief im Boden verankert werden. Im Mai 2025 waren die Betonarbeiten beendet und die Befestigung des Flussbettes mit Wasserbausteinen konnte beginnen. Die Granitblöcke werden mit Spezialmörtel verlegt. An jedem auch noch so kleinen Wehr bilden sich Turbulenzen, Rückströmungen und Wasserwalzen. Werden die Steine nicht fachgerecht verlegt, kann das Wehr unterspült werden und schlimmstenfalls kann dies zum Einsturz der gesamten Anlage führen. Hinter einer Wehranlage wird meistens immer ein Tossbecken angelegt. Es wandelt die kinetische Energie des Wassers in Wärme um den Boden vor Erosion zu schützen. Im Mai 2025 war es dann soweit. Die Schütztafeln wurden geliefert, montiert und die kleine Erft konnte dann ihr neues Bauwerk in Besitz nehmen. Mit den neuen Verstellantrieben sind dann auch die Zeiten der Zahnstange und Handkurbel vorbei. Die neue Verstelltechnik ist elektrisch. An einer fest montierten Gewindestange sitzt oben ein Motor, der rechts und links drehen kann. Und die Schütztafel fährt an dieser Gewindestange hoch und runter. Das neue Wehr ist auch gleichzeitig eine Brücke. Sie wurde so konzipiert, dass sie auch schwere landwirtschaftliche Maschinen trägt. Was jetzt noch fehlt, ist ein Geländer und der Fahrbahnbelag. Die Arbeiten am Anfang des neuen Flussbettes begannen im März 2025. Es musste nicht nur ein neues Flussbett für die Erft gegraben werden, sondern auch einen neuen Zufluss für die kleine Erft und den Türnischer Mühlengraben. Eine Herausforderung war es, das Wehr 1 zu ersetzen, ohne die Hydraulik der Flusssysteme zu verändern. Das Wehr 1 war ja quasi eine Staustufe, um das Wasser der Erft in die kleine Erft und den Türnischer Mühlengraben zu verteilen. Außerdem sollte das Ersatzbauwerk es Fischen und Kleinstlebewesen ermöglichen, ungehindert flussaufwärts zu gelangen. Um dieses alles zu ermöglichen, entschied man sich, ein Raugerinne zu bauen. Ein Raugerinne ist quasi eine dynamische Wehranlage. Einerseits wird das Wasser auf den gewünschten Pegel angestaut, andererseits können aber Fische und Kleinstlebewesen die Anlage passieren.
Der Grund des Gerinnes ist nicht glatt, sondern mit rauen Elementen strukturiert. Dieses Raugerinne ist eine komplexe Struktur mit Rampen und Störsteinen. Der Aufbau ist genau an die Wassermenge der Erft angepasst. Eine breite Palette von Fischarten können dieses Hindernis ohne Kraftaufwand leicht passieren. Es benötigt schon eine Menge Erfahrung, dieses Gerinne zu berechnen. Denn bei einer normalen Abflussmenge von 3 Kubikmetern die Sekunde soll der Pegel vorher 80 cm höher als nachher sein. Auch ist es nicht so einfach, den genauen Ausschleusepunkt für die kleine Erft zu finden. Denn die kleine Erft muss ja am Mödrader Aquädukt über die Erft fließen und in Bergheim, wo sie zurückfließt, das gleiche Niveau haben. 10 Tage vor dem Durchstich, also der Flutung des neuen Flussbettes, waren die Arbeiten fast abgeschlossen. Nur noch ein schmaler Steg trennte die Erft von ihrem neuen Flussbett. Am 23. Oktober 25 war dann der große Tag. Zahlreiche Zuschauer hatten sich eingefunden, um den Durchstich live mitzuerleben. Der Bagger fuhr in seine Position und die Prominenz zählte den Countdown. 2, 1, los! Der Bagger legte los und dann kam die entscheidende letzte Schaufel. Und das Wasser fließt in sein neues Bett. Der Durchstich wird jetzt auf die volle Breite ausgebaggert und das gesamte Erftwasser fließt damit in das neue Bett. Bis das Wasser das komplette neue Flussbett durchflossen hat, wird es einige Stunden dauern. Am Ende des neuen Flussbettes hat man die Verbindung zum Erftflutkanal schon geöffnet. Und das Wasser des Erftflutkanals ist quasi rückwärts schon in das neue Flussbett geflossen. Nach etwa 3 Stunden erwartet man hier die Ankunft des neuen Wassers. Und gegen 13 Uhr Ortszeit ist es dann soweit. Das erste Wasser nach dem Durchstich an Wehr 1 hat das komplette neue Flussbett durchflossen und wird jetzt hier in den alten Erftflutkanal zurückgeleitet. Unmittelbar danach wird der jetzt alte Erftflutkanal verschlossen. Um diesen jetzt auszutrocknen, darf ja kein Wasser zurückfließen. Als Basis für einen Damm werden zuerst mit Erde gefüllte Big Bags in den Flusslauf eingebracht. Anschließend werden dann die verbliebenen Ritzen mit Erdreich aufgefüllt. Naja, so ganz dicht scheint es nicht zu sein. Da muss man wohl noch etwas nachbessern. Der Pegel im alten Flussbett ist aber jetzt so weit abgesunken, dass man damit beginnen kann, die im Fluss eingesperrten Fische zu fangen. Diese werden dann in das neue Bett umgesetzt. Mit dem Trockenfallen des Flutkanals kommen auch alte Erinnerungen wieder zum Vorschein. Das Freibad in der Erft wurde 1927 gebaut. Zwischen 2 Überlaufschwellen hatte es eine Tiefe von 2 Metern. Die Stützmauer zur Böschung war ursprünglich mit Holz verkleidet. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, aber früher sah es einmal so aus. Die Bilder sind aus dem Jahre 1932. Und eine Umkleidekabine mit kleinem Kiosk waren auch schon vorhanden. Zurück in die Gegenwart.
So stellt sich jetzt der neu geschaffene Bereich am Wehr 1 dar. Am Wehr 1 wurde auf der Stauseite das alte Flussbett schon mit Erdreich verfüllt. Auf der Ablassseite des Wehres hinter dem Tossbecken wurde über die Jahrzehnte ein tiefer Krater ausgewaschen. Er ist 2 Meter tief und muss jetzt ausgepumpt werden. Anfang November 2025 begann die Verfüllung des alten Erft-Flutkanals. Dazu wurde der zwischengelagerte Bodenaushub des neuen Flusslaufes verwendet. Das bestmögliche Gerät für solche Arbeiten ist ein Volvo Muldenkipper. Man nennt diese Fahrzeuge auch Dumper. Diese knickgelenkten Allradfahrzeuge sind weltweit unübertroffen. Hier zum Einsatz kam der Typ A30G. Dies ist eine etwas kleinere Ausführung der bis zum Typ A60 gehenden Produktpalette. Aber auch hier sind die technischen Daten beeindruckend. Das gleichmäßige Verteilen des Erdreiches erfolgte mit einer Planierraupe. Das Räumschild wird mit sehr genauen GPS-Daten gesteuert und somit ist eine zentimetergenaue Nivellierung möglich. Nachdem jetzt am Wehr 1, das als Denkmal erhalten bleibt, ein guter Anfang gemacht wurde, wird der weitere Erft-Flutkanal auf einer Länge von 2,5 Kilometern komplett verfüllt. Zur besseren Befahrbarkeit der Ein- und Ausfahrten sowie der Dreh- und Wendepunkte wurden dicke Eisenplatten verlegt. Es werden dadurch auch tiefe Spurrillen vermieden. Je nachdem wird das Erdreich rückwärts zur Abkippstelle transportiert oder es gibt auch Situationen, wo im Kreis gefahren wird. Das hängt immer davon ab, welche Schicht gerade verfüllt wird. Es werden immer Schichten mit einer Stärke von 80 cm angefüllt und gleich mit einer GPS-gesteuerten Raupe sehr genau verteilt. Was früher das Auge des Raupenfahrers war, ist heute ein Computer, der Satellitendaten verarbeitet. Gleich nach der Einebnung wird das Erdreich verdichtet. Zum Einsatz kommt eine sogenannte Sternwalze mit eingebautem Vibrationsantrieb. Das heißt, in der tonnenschweren Walze ist ein Hydraulikmotor installiert, der eine starke Unwucht antreibt. Die Vibrationen werden an das Erdreich übertragen und verdichten es sehr stark. Gerade bei diesem Wendenboden, so wie die hiesigen Landwirte dazu sagen, ist das sehr effektiv. Man kann daher davon ausgehen, dass hier auch über die Jahre gesehen nichts mehr absackt. Und wieder ist in einem Abschnitt eine Ebene fertig angefüllt, verteilt und verdichtet. Die schweren Eisenplatten werden jetzt umgelegt, sodass jetzt die nächste Schicht angefüllt werden kann. Es dauert halt alles seine Zeit. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut und im Frühjahr wird wohl alles fertig sein. Dies ist jetzt der Ist-Stand im Dezember 25. Die Arbeiten an der Ausleitung und an dem Raugerinne sind weitestgehend abgeschlossen.
Auch die Ausleitung in die kleine Erft ist fertig. Bei Normalwasserstand scheint alles perfekt zu funktionieren. Die Bewährungsprobe kommt dann mit dem nächsten Hochwasser. Sommer 26 und die Arbeiten sind lange noch nicht fertig. Anfang Februar 26 wurden alle Arbeiten eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt war der Erft-Flutkanal nur zwischen Wehr 1 und Gümlicher Straße komplett verfüllt. Jetzt im Juni sprießt schon das erste Grün. Und die Entscheidung, ob ein neuer Radweg gebaut wird, ist immer noch nicht gefallen. Natürlich sind auch noch die gekappten Wege und Straßen nicht wiederhergestellt. Dies führt jetzt zu großem Unmut bei der Bevölkerung. Der Erftverband gab am 2. Februar eine Pressemitteilung heraus, aus der hervorging, dass Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet werden. Die Arbeiten sollen sich mindestens 3 Monate verzögern. Hinter vorgehaltener Hand wird aber getuschelt, dass dies nur ein vorgeschobener Grund ist. Anfang Juli war dann die Verfüllung bis zur Rosenthalstraße fertig. Es fehlte jetzt nur noch das letzte Stück zwischen Erfttalweg und der Wiedereinleitung in den Erft-Flutkanal. Ende Juli werfen wir dann noch einen Blick auf die Entwicklung der Flussbiologie. Lange Fadenalgen auf dem Grund deuten bei einem langsam fließenden Fluss auf viel Sonnenlicht und einen Überschuss an Nährstoffen wie Nitrat und Phosphat hin. Das Brückenprojekt Balkhausen 26 wird jetzt wohl auch umbenannt in Balkhausen 36. Die Landwirte haben sich jedoch die Brücke schon freigekämpft. Sie haben die Absperrung einfach in den Graben geschoben. Irgendwie müssen sie ja zu ihren Feldern kommen. Die ehemalige Brücke am Sportfeldweg ist da jetzt nur noch ein Fahrradweg. Die Algen haben auch eine biologische Bedeutung. Als sogenannte Benthos-Algen, auf dem Grund wachsend, produzieren sie Sauerstoff und sind Lebensraum für Kleinstlebewesen. Die Entwicklung eines neuen Flussbettes gliedert sich in 3 Phasen. Im ersten Monat die Initialphase. Das Wasser beginnt, das frisch gegrabene Bett umzuformen. Im Jahr 1 bis 3 die Entwicklungs- und Strukturierungsphase. Ufer werden abgebrochen und es bilden sich tiefe Wasserstellen und Flachwasserbereiche. Höhere Wasserpflanzen wachsen an den Ufern und tragen zur Uferstabilisierung bei. Eintagsfliegen und Wasserflöhe besiedeln den Lebensraum massiv. Erste Pionierfische tauchen auf. Im Jahr 3 bis 10 beginnt die Reifungsphase. Der Fluss erreicht ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Strömungsgeschwindigkeit und Sohlsubstrat. An den Ufern entwickelt sich ein stufiger Auwald. Die Artenvielfalt steigt stark an. Spezialisierte Fischarten wie Forelle und Äschen finden strukturierte Laichplätze und Rückzugsräume. Ende Juli sind dann die Arbeiten komplett abgeschlossen. Mit einem Blick auf den Lagerplatz für den Erdaushub, der jetzt geräumt ist, beenden wir den ersten Teil dieser Dokumentation. In einigen Jahren beginnen wir mit dem zweiten Teil genau hier.